Hallo Freunde! Der Regen prasselte unerbittlich über die Grafschaft Fermanagh und überflutete die Felder und Wälder in einem kalten, unnachgiebigen Sturm. Die Berichte waren vor 2 Tagen eingegangen, 2 Schäferhunde wanderten durchnässt und allein in der Nähe der Höfe umher. Die freiwilligen Caitlin, Sean und Maeve konnten das Bild der verängstigten und verlorenen Hunde nicht loswerden. Am 3. Tag der Suche lastete die Erschöpfung schwer auf dem Team. Sie hatten unzählige Felder durchkämmt, in dichte Wälder gespäht und jeden möglichen Unterschlupf überprüft. Der Sturm hatte die Wege in Schlamm verwandelt, und jede fruchtlose Stunde verstärkte ihre Angst. Was ist, wenn wir zu spät sind? Sean murmelte, als sie in der Abenddämmerung in der Nähe einer heruntergekommenen Scheune standen und der Himmel immer noch voller Regenwolken war. Caitlin umklammerte ihre Taschenlampe fester. Wir werden es noch einmal versuchen. Das sind wir ihnen schuldig. In der Scheune war es unheimlich still, bis auf das Knarren der verzogenen Holztür, als Maeve sie aufstieß. Caitlins Taschenlampenstrahl glitt über Heuballen, rostige Werkzeuge und Schatten, die im trüben Licht tanzten. Dann ein Geräusch. Es war schwach, ein leises Wimmern, das aus der hinteren Ecke der Scheune kam. Caitlin erstarrte, ihr Herz raste. Hast du das gehört? Sie flüsterte. Das Team bewegte sich vorsichtig auf das Geräusch zu und schlängelte sich um Heuballen herum. In der Ecke, zusammengedrängt hinter einem umgestürzten Balken, saßen 2 Schäferhunde. Ihr verfilztes Fell war durchnässt, ihre Körper zitterten. Die eine hatte ihren Kopf schützend über die andere gelegt und ihre Augen waren vor Angst weit aufgerissen. Tora und Levina, flüsterte Caitlin und Tränen stiegen ihr in die Augen. Wir haben sie gefunden. Die Hunde rührten sich nicht, als die Freiwilligen knieten und ihnen Futter reichten. Es ist okay, Mädels, gurrte Maeve leise. Du bist jetzt in Sicherheit. Tora, die mutigere der beiden, schnupperte vorsichtig, bevor sie zögernd einen Schritt nach vorne machte. Levina blieb zurück und ihr Blick schweifte zwischen ihrer Schwester und den Fremden hin und her. Es erforderte Geduld und sanftes Überreden, aber schon bald wurden beide Hunde aus dem Stall geführt und in Decken gewickelt. Als sie in den Rettungswagen verluden, warf Caitlin einen Blick zurück auf die Scheune, die jetzt leer ist, aber nicht mehr von den Sorgen des Sturms heimgesucht wird. Im Tierheim begannen Tora und Levina ihre Genesungsreise. Obwohl sie zunächst vorsichtig waren, entdeckten sie schnell die Wärme sanfter Hände, weicher Betten und nahrhafter Mahlzeiten. Zum ersten Mal fühlten sie Liebe, frei von Angst und Einsamkeit.